Es ist unsere Verpflichtung, jede Form von Elend zu überwinden, weil Gott in allen Menschen lebt. Die Nächstenliebe ist kein soziales Programm, sondern ein Ausdruck dieser lebendigen Einheit von allem in Christus. Wir arbeiten heute mit der Osteuropa-Hilfe. Das ist eine Hilfe für andere Leute. Wir müssen das Kamion ausladen. Ich komme hier helfen. Nur helfen. Ich mag helfen bei diesen Arbeiter und schicken für andere Land. No, 1981, da war ich dann mittlerweile über 30 Jahre alt, ja. Und dann habe ich die Gottesmutter, zu ihr gebetet, ich habe eine Novene zu ihr gemacht, wo will Jesus, dass ich Missionar bin? Denn ich wollte immer Priester werden, seit ich mich erinnere. Also. Und dann nach einem Monat schlage ich die Stelle auf im Alten Testament und da war mein Finger auf einer Stelle und die hieß, jetzt sende ich dich nach Russland. Du wirst mein Volk nähren mit Milch und Honig und ganzer Absatz. Und ich bin so erschrocken, habe diese Bibel zugeklappt, ich gehe überall hin, aber bitte nicht nach Russland. Das war mir so fremd und ich habe viel dann gelesen mit der Zeit von den Gulags und Verfolgungen und das war mir einfach fremd. Wie soll ich da hingehen? Ich habe nicht gern Schnee und Eis. Ich wollte immer irgendwo nach Südamerika oder aus Afrika ans Meer, wo es lustige und fröhliche Menschen gibt. Und ich sage, gut, ich habe dann 20 Minuten etwa gebetet und dann habe ich zur Gottesmutter gesagt, ich habe verstanden, das ist mein Weg. Wenn du das willst, dann gehe ich nach Russland unter einer Bedingung, du musst mir diese Liebe zum russischen Volk schenken, denn ich hatte sie nicht, ich kannte es nicht und wie soll ich da hingehen als Missionar ohne Liebe? Und das hat sie dann sofort gemacht, also sehr schnell gemacht. Dann habe ich nochmals die Stelle aufgeschlagen, dachte, Russland, das gibt's doch nicht in der Bibel, das kann da nicht stehen. Ich habe nochmals gelesen und da stand dann tatsächlich, jetzt sende ich dich zu den Völkern des Ostens. Aber ich habe Russland verstanden, ja.
Ich wollte immer in die Missionen. Die Schweiz war mir ein bisschen zu eng. Es hat mich immer in die Ferne gezogen, unter andere Völker. 1984 war die große Weihe von Papst Johannes Paul II., wo die ganze Welt und insbesondere Russland geweiht hat. Und das war für mich klar, jetzt kommt die Öffnung für Russland. During that same year, Father Rolf accompanied a group of pilgrims from the West to visit the Soviet Union. They were overwhelmed by the poverty, and yet also impressed by the richness of the culture, touched particularly by the beauty of the Orthodox liturgy. Encouraged by more and more people, including his bishop, Father Rolf sent off the first truck of humanitarian aid to Russia. This was in 1992, just 3 years after the implosion of the Soviet Empire. Die Pilger sind nach Hause gegangen, haben Lager überall in ganz Europa eröffnet und holen immer wieder diese Hilfsgüter ab. Und das sind mittlerweile 2400 Sattelschlepper. Das ist eine große Zahl und es muss alles mit Liebe natürlich alles verpackt werden. Und für mich ist das wichtig, nicht die Quantität, sondern die Qualität, dass das mit viel Liebe, und es sind sehr viele Gläubige von allen Konfessionen, dass das einfach mit Liebe hinübergeht und dann bringt es viel mehr Segen, als wenn es nur materielle Hilfe ist. An immense chain of solidarity is taking shape. In 2017 alone, the association The Triumph of the Heart sent 151 truckloads to the Ukraine, Romania, Moldavia, Latvia, Lithuania, Bosnia, Serbia, and even shipments for Syria and Peru. Today, Father Rolf is accompanying a small group of pilgrims from Switzerland to help them discover the Ukraine and some organizations founded and supported by the Triumph of the Heart. Brother Bruno is French. He spent a number of years in his youth living in the streets, living in poverty and treated with scorn. After a remarkable series of events, he became Father Rolf's right-hand man in 1992. The adventure began with a 3-month stay in Novoye in the region of Moscow. Pour moi, c'était un choc. Au bout de 30 secondes que j'étais redescendu du train, j'ai fait non, Père Rolf, c'est pas ma place. Alors avec son petit sourire en coin toujours, ça sera notre place. Où j'ai pleuré pendant pratiquement 15 jours parce que j'en pouvais plus de cette misère, c'était vraiment catastrophique. He was making plans to return to France when a street child moved him deeply. Bon, j'étais allongé, il met sa tête contre mon cœur, il tourne sa tête. Ah, moi, je le regarde, j'ai fait « Ah, qu'est-ce que tu veux ?» Il fait « Pour ma Guinam, aide-nous. » Il y a le chauffeur après ça qui est venu me chercher pour me retrouver sur Moscou à l'appartement de Père Rolf. Mais pendant tout le trajet, j'avais cette petite voix « Pour ma Guinam, aide-nous, aide-nous. »
Après le repas, que Rolf m'avait bien préparé, etc., avec son petit sourire toujours en coin, j'ai fait « Ah, tu as besoin d'un missionnaire ?» Comme ça, je lui avais dit. Il me fait « Oui, bien sûr que j'ai besoin d'un missionnaire. Moi, je suis prêt à faire la mission avec toi. » Il m'a dit « Je savais, et je pouvais compter sur toi. Je savais que tu disais oui. » Bon, donc c'est parti comme ça, avec cette histoire-là. So Brother Bruno founded a first house for street children in Novoye, sleeping in a tent himself throughout the first year. The house has been evolving ever since, and today hosts workshops, such as Cana sessions. It's a place that prioritizes times of training for couples and families. However, the success of the St. Joseph Family Center attracted support, but also opposition. Brother Bruno's visa was rejected for renewal, and he was forced to leave Russia. It took some time to get back on his feet, but in time, with the help of Father Rolf, he founded the Home of Mary in Kiev, in the Ukraine. In a village near the capital, they have established a haven of peace for the most needy children. Today, the house is run by Vitalik and Irina, who have 2 children of their own. Дом называется «Мария». В доме Марии приходят дети, нуждающиеся, малоимущие, очень много переселенцев с Луганска, с Донецка, с Мариуполя. С детьми мы занимаемся разными кружками. Проводится кулинария, проводятся танцы, гитара, вокал, компьютеры, информатика параллельно с компьютером, чтобы дети могли в соцсетях регистрироваться, учились правильному писанию. Есть автобус, которых их забирают в 3 часа с понедельника по четверг. Они приезжают к нам на автобусе. Мы их бесплатно кормим, выдаем каждый месяц продуктовые наборы. После того, как они покушают, они отправляются на кружки по интересам. Father Rolf is passing through, accompanying some pilgrims. The show is for them. По средах у нас мастер-классы разные, кружки. Также у нас есть кружки вольные, допустим, игры на улице, футбол, волейбол, катание на велосипедах в хорошую погоду. Также у нас есть замечательная площадка, где дети могут ознакомиться с разными параллельно зверями. Есть звери у нас павлины, фазаны, курочки. Также у нас есть голуби очень красивые. Ну, в принципе, детки приходят к нам, все нуждающиеся. Das ist mein Leid, der für euch hingegeben wird. Alle Kinder haben wir vor diesem Kreuz fotografiert und dann hatten wir auch eine Kartei von jedem Kind und woher sie kommen und was die Familie und was sie brauchen, aber viele von denen haben eben im Untergrund gelebt und das sieht man auch, die haben auf der Straße gelebt und nachts haben die dann eben geschlafen irgendwo.
Exploitation by gangs, drugs, and prostitution are a part of the everyday life for many of these children. Some have even been murdered because they wanted to break with their past and start a new life in the home of Mary. Je remercie beaucoup les bienfaiteurs qui nous ont aidés pour reconstruire toute cette mission, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a combien de personnes qui sont derrière et qui ont aidé. C'est vrai, et depuis maintenant, il y a toujours cette aide qui vient toujours au bon moment, et que nos grands-mères et nos enfants ne manquent de rien. Vraiment, je suis vraiment émerveillé pour ça déjà. C'est incroyable comment le ciel travaille. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui. Ça, j'ai compris. L'unique chose, Dieu me demande, moi je dis oui, je suis prêt. Et ça va. Parce que si nous ne sommes pas prêts, la Providence ne peut pas agir. Elle agit, on peut agir moi, certainement. Mais quand tu es... Moi, l'unique chose que je fais, c'est de dire oui, je suis prêt pour t'aider dans ce pays. Et ça fonctionne depuis 25 ans. J'ai jamais trop, j'ai jamais trop peu, j'ai toujours chaque mois je peux payer tout ce qu'on fait. Et c'est beaucoup de choses pour le moment. Merci. The aid has been gradually broadened to include the babushkas lost in the countryside. These are Brother Bruno's 50 grandmothers. Bon, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, la santé, ça c'est clair que personne ne peut donner. He distributes the aid that comes from Europe fairly, and even gets hold of firewood for the harsh winters. 5 cubes de bois par grand-mère. Bon, je ne fais pas tout non plus parce qu'il n'y a pas assez de finances non plus. Aussi de ça. Donc je fais les plus pauvres. Brother Bruno also looks after 35 families in contact with social workers. He sees what's needed and targets help as necessary. Нам нравиться. Elle est très contente de vivre ici. Нам подобається. Тут свіже повітря. Et parce qu'il y a pratiquement tout. T'as pas besoin d'acheter comme ils ont les poules, un petit peu bon, les cochons. Ah, parasounoké, ça. Телятко. Un théâtre. Ils ont la petite vache. Donc tout est bien. Donc ils essayent de vivre tout simplement. Et... Bon, le principal, c'est d'avoir un toit sous la tête. Bravo. Brother Bruno is hoping to change the way people think. Where he passes, homes become warmer, more beautiful places. There's a very justifiable pride in these brave women, their husbands having, for the most part, deserted the home and fled their responsibilities. Весна дарує квіти, а Богу всім спасіння, тому радіють діти у свято Воскресіння. Я вот даже помню себя, вот у нас не было возможности, мы очень с бедной семьи, ну это, если бы увидели нашу историю, у нас не было ни еды, даже одежды. Мы попали, еще тогда был другой директор Стефан, и вот попал к отцу Рольфу, я как бы вырос в принципе, получил и образование параллельно, и везде работал, и не остался на улице, да, там, не бандита, как бы человеком получился. Потому хочется, чтобы люди понимали, что даже с какого-то малыша ему можно дать толчок, и мы можем сделать людей просто. Больше расширять, дать направление, чтобы они не потерялись. The Orthodox Christians are celebrating Easter. Father Rolf invites the little group of pilgrims to celebrate the Divine Liturgy at the Cathedral of St. Vladimir. The Easter Vigil begins at the night in complete darkness,
with all the candles extinguished, in order to journey to the inexpressible joy as depicted in the Paschal homily of St. John Chrysostom. Thousands of the worshippers exchanged the greeting, "Christ is risen. He's risen indeed." The Christians then go to Kiev Monastery of the Caves, founded in 1051 and listed as a UNESCO World Heritage Site. In the catacombs lie the tombs of several saints, including St. Anthony the Anthonite, father of Russian monasticism. Here, we are in an important place for Orthodox Christianity. В течение всего поста, да, идет очищение. Человек к этому готовится заранее. И когда уже наступает Пасха, человек уже внутренне готов принять эту благодать, эту радость, эту святость, пережить вместе с Христом все эти события, особенно страстная неделя, вот, которая страсти четверг, который вынос плащаницы в пятницу, светлая суббота и тихая, когда все эти дни и все эти службы, они очень великие и помогают человеку воскреснуть в душе. Zuerst waren eigentlich alles orthodoxe Klöster, die wir beliefert haben. Und da habe ich verstanden, auch im Gebet, ich muss mehr Reliquien bringen für die orthodoxe Kirche, weil diese Heiligen im Himmel, die werden die Einheit bringen. Und so bringen wir seither Hunderte von Reliquien, die ich von Priestern bekomme, von Klöstern, auch vom Vatikan, von Rom habe ich viele bekommen. Und so übergebe ich offiziell diese Reliquien immer mit der Erlaubnis des Patriarchen, dass wir uns aussöhnen nach 1000 Jahren und wieder eben eine Kirche sind und nicht, dass wir zerstritten sind. Jesus hat dafür gebetet und diese Einheit wird sich verwirklichen. Das hängt vieles von uns ab. Sind wir bereit oder nicht? Для меня, я уже вам сказал, нет разницы в понимании историческом, региональном. Мы все дети Божьи. А что в меня католиком? Каждый избирает свой жизненный путь. Но мы должны работать в едином направлении, который ведет ко Христу, Спасителю мира. И не только с католиками, а с разного рода протестантами. Это их собственная жизнь. Сегодня нет во всем мире мира. Только в Церкви Христовой существует единственный справедливый и истинный мир. Где нет правды, там всегда существует неправда. Поэтому мы в первую очередь должны задуматься. Те, которые говорят о мире, его не делают. Мы должны задуматься о том, что такое мир, истинный мир. И тогда только настанет божественный мир в наших сердцах. Когда мы найдем понимание самого себя и ближнего. Христос воскресе! С праздником, дорогие, светлым воскресением, великим праздником, большим. Это такой торжественный день сегодня. Since the start of the 2014 Donbass War in southeastern Ukraine, more than 10,000 people have lost their lives. This pain is noticeable in liturgical times of prayer. It's visible in the streets, as demonstrated by the wall of photos near the Cathedral of St. Michael in the center of Kiev. То есть очень хочется, чтобы вот мир, он
он был, чтобы вот вся вот вражда, которая вот происходит в государстве, между государствами, чтобы она просто уходила, чтобы люди просто очищали, становились светлее, и вот эти вот все разногласия, они тщетны, они не стоят ничего. Ничего по сравнению с жизнью, с любовью, с радостью. Maidan Square is a testimony to the revolution of February 2014. Footage shot by an amateur reveals that the weapons used to suppress the demonstration were made in Switzerland. 2 years prior, the Ukrainian government had made this investment in order to allow the riot police to ensure the security of the European Football Championship, jointly organized with Poland. Natürlich habe ich nicht gern, dass die Schweiz auch Waffen noch produziert und verkauft, und das habe ich ja auch in Kiew erlebt. Ich habe mich immer gewundert, da vor 4 Jahren, warum treffen die so sicher? Es sind ja über 80 Personen erschossen worden, und dann hieß es, das sind Schweizer Gewehre, die sind zielsicher auf 1500 Meter. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht, ein neutrales Land kann doch keine Waffen produzieren, die schlussendlich gegen die Menschen auf den Plätzen gerichtet werden. Ja, aber ich musste das alles miterleben, und natürlich, ich kämpfe lieber für den Frieden, und Gott gäbe sicher auch Möglichkeiten, dass diese Fabriken, dass man da was anderes produziert. Die Schweizer sind ja sehr erfinderisch, aber ich denke, da ist sehr viel Politik und Lobby und Macht und natürlich wie immer das Geld, das man braucht, aber das geht nicht auf Kosten der Menschenleben. Ja. At the end of the day, Brother Bruno hosted a barbecue. It was a chance to get to know some people from the village of Malarasha. Quoi qu'il arrive, en tout cas, je reste ici et on ne pourra pas me mentir. C'est mieux que je meure ici, ça c'est clair. De retourner chez nous, comme je disais, je ne pourrais pas supporter. Depuis 25 ans, c'est ta mission, et tu resteras missionnaire et tu resteras jusqu'à la fin. Zu meinem 25-jährigen Priesterjubiläum durfte ich dann mit Papst Franziskus zelebrieren und durfte nachher mit ihm sprechen über die Mission, die wir eben in diesen Ländern haben seit 25 Jahren. Und er hat sich ganz tief gefreut und alle gesegnet, die mit mir zusammenarbeitet, hat auch ein Kreuz gesegnet, das ich mitnehmen kann. Und er war tief beeindruckt, ich vermutlich noch mehr. Für die nächsten 20 Jahre brauche ich keine Bestätigung mehr. Ich habe alles bekommen, dass ich arbeiten kann, und der Himmel hat mir solche Geschenke gegeben und begleitet mich eigentlich in der ganzen Mission. From Psalm 119. Remember your word to your servant, for you have given me hope. This is my comfort in my suffering. Lord, come and transform our hearts. Make us available to say yes to you. May the sharing of what we have and what we are open new paths of unity and peace in the heart of Europe as in the heart of the world.